Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly-Universe Video. Heute geht es darum, welche Buffs braucht eigentlich mein Charakter und welche Buffs sollte ich priorisieren und welche sind nicht so wichtig. Das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen aller Zeiten, glaube ich. Und in diesem Video probiere ich es ein bisschen zusammenzufassen. Es gibt natürlich immer einzelne Besonderheiten, die ich jetzt hier vielleicht nicht bedenken werde. Sollte irgendwas, was ich hier nicht erwähne, euch trotzdem interessieren, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann können wir das da noch beantworten. Aber wir wollen jetzt vor allem allgemeinere Sachen, also sehr häufige Character-Builds uns angucken, welche Buffs brauchen die. Und wir gehen das jetzt Klasse für Klasse durch. Und zuallererst möchte ich auf jeden Fall sagen, welche Buffs ihr im Endeffekt immer braucht, sind die Ringmaster-Buffs, die sind auch deutlich überschaubarer, es sind nämlich nur 3. Und zwar Protect, erhöht die Verteidigung und die Magieverteidigung. SF oder Spiritual Fortune erhöht den zusätzlichen Schaden, was grundsätzlich einfach neutral ist. Also es gilt für alles, was Schaden macht im Endeffekt. Und Gebora Tiferet, ähnlich neutral, gibt Angriffskraft, braucht grundsätzlich jeder, der Schaden verursacht. Angriffstempo und Magiebeschleunigung, also literally jede Klasse im Game will das. Also diese 3 Buffs sind extrem allgemein und von dem her will sie eigentlich jeder haben. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, ja, braucht man es nicht oder sollte man keine Priorität drauf legen. Weil als Ringmaster hat man in der Regel irgendwann sowieso mehr als genug Skillpunkte, um alles zu maxen. Und die 3 sollten definitiv dabei sein. Uns geht es jetzt vor allem um die Assist-Buffs, wo man ja vor allem am Anfang eher damit struggelt, was soll ich wirklich maxen, da man eine große Auswahl hat und nur begrenzte Skillpunkte. Folgende Situation also, die Klassen, die wir jetzt nennen, sind quasi der Main Character, also der Charakter, der die Monster tötet. Und unser Zweitcharakter ist dann der Ringmaster, der uns nur buffen wird. Ja? Also der nur supportet, der uns nur hinterherläuft und bufft. Entsprechend, ja, werde ich das jetzt nicht jedes Mal erwähnen, sondern wir haben jetzt quasi Blade als erstes. Und wir reden jetzt von den Buffs, die der Blade, beziehungsweise der Assist zu dem Blade, ja, braucht. Und hier schon mal die erste Besonderheit oder das erste, was vielleicht für den einen oder anderen eventuell unlogisch sein wird, ist Mantis sein. Mantis sein werde ich tatsächlich bei jedem sagen, auch mit einer hohen Priorität. Also wir fangen natürlich jetzt von Priorität von oben nach unten an, also erst die wichtigen Sachen, dann die weniger wichtigen Sachen. Und Mantis sein ist deswegen eine Priorität, weil Mantis sein einfach der Basiswert für euren Assisten ist. Wenn ihr Mantis sein auf Max habt, dann bekommt ihr mehr Int. Und mehr Int bedeutet noch mehr Int, im Sinne von, ich zeige es euch mal. Ich buff jetzt Mantis sein und da steht jetzt 20 plus 19. Jetzt buff ich nochmal Mantis sein und jetzt steht da 20 plus 20. Mein Buff hat sich gerade um 1 verbessert, dadurch, dass ich mich selber Mantis sein gebufft habe. Und das ist auch am Anfang so. In der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, keine Frage, aber in der Regel sorgt Mantis sein dafür, dass ihr mindestens eine Buffstufe mehr habt oder eigentlich immer eine Buffstufe auf jeden Fall mehr habt. Und das wiederum bedeutet, dass alle eure Buffs durch Mantis sein um mindestens 1 erhöht werden, von der Stufe her. Und natürlich Mantis sein selber auch die MP und zum Beispiel auch die Heilungskraft, also weil Heilung skaliert ja auch mit Int, von eurem Charakter erhöht, von eurem Assist-Ringmaster erhöht. Das heißt, Mantis sein hat ja einfach einen hohen Mehrwert insgesamt betrachtet. Höher als mancher Buff vielleicht, den man zusätzlich stattdessen nehmen würde. Und deswegen denke ich einfach, dass das hier ein sehr guter Wert ist. Und das denken die meisten Leute denken so. Und das würde ich euch einfach grundsätzlich empfehlen. Wenn ihr es nicht tun wollt, aus welchem Grund auch immer, vor allem am Anfang, wo ihr vielleicht noch nicht so viele Skillpunkte habt, also vor Level 60, dann kann man auch machen. Es ist kein festgeschriebenes Gesetz oder so. Aber ich persönlich würde es euch einfach empfehlen. Ich habe das jetzt eigentlich immer so gemacht im Fly-Universe und habe damit eigentlich auch nur gute Erfahrungen gemacht. Aber kommen wir zurück zu den Buffs vom Blade. Also, Mantis sein haben wir jetzt schon geklärt. Dann wollen wir natürlich Haste, also wir gehen gerade von einem 1v1 Blade aus, by the way, das heißt Auto-Attacks. Und Accuracy sowie Beef Up. Das sind eigentlich so unsere Hauptattribute, also vor allem Haste, Accuracy und Beef Up, weil das sind vor allem die Werte, die unseren Schaden extrem erhöhen werden. Haste ist, denke ich, klar durch Attack Speed, Beef Up ist unser Hauptattribut für Schaden, Accuracy ist Treffsicherheit, die auch extrem wichtig ist. Und das ist unsere Prio 1 im Endeffekt. Heap Up kann man noch dazu klammern. Heap Up habe ich jetzt eigentlich auch überall in Prio 1 mit aufgenommen, aber als letztes, man kann es auch in Prio 2 schieben. Ich persönlich denke halt so, immer wenn ich mit Anfängern rede, sagen die quasi, Mann, die Monster machen so viel Schaden, ich sterbe so oft oder ich struggle mit meiner HP und so. Das ist ein häufiges Anfängerproblem, vor allem von Free-to-Play-Spielern. Und deswegen denke ich, ist Heap Up auf jeden Fall verdienterweise auch noch in Prio 1, aber für viele vielleicht eher in Prio 2. Das kommt natürlich immer darauf an welchem
in welchem Stand man ist quasi. Das geht auch wieder für alle Klassen im Endeffekt. Also Heap-Up ist so ein bisschen schwieriges Thema. Also für mich persönlich ist es in Prio 1, von dem, was ich einfach so als Feedback bekomme von anderen Leuten. Für viele andere ist es vielleicht Prio 2. Kann man, wie gesagt, ein bisschen drüber streiten. Aber ja, das war Prio 1. Also nochmal zusammengefasst für den Blade. Mantis sein, dann Haste, Accuracy, Beef und Heap-Up. Dann rutschen wir in Prio 2. Prio 2 heißt hier dann einfach, würde ich erstmal nicht machen und würde ich später nachholen. Da haben wir jetzt für den Blade zum Beispiel Cannonball, Quickstep, Cat's Reflex und Patience. Das sind im Endeffekt die Buffs, die übrig geblieben sind, die uns trotzdem was bringen. Da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ist Quickstep besser als Cannonball? Also die sind für mich alle auf einer Stufe, die würde ich je nachdem priorisieren, also deswegen Prio 2, was ich halt zu dem Zeitpunkt brauche. Wenn ich jetzt sage, ich kriege zu viel Schaden oder ich habe nicht genug HP, dann würde ich halt Patience maximieren. Wenn ich sage, ich will einfach nur noch schneller leveln, noch schneller oder noch mehr Damage machen, dann wäre es wahrscheinlich Cannonball für noch ein kleines bisschen mehr Crit-Rate. Und Quickstep und Cat's Reflex. Gut, Cat's Reflex macht jetzt nicht so einen großen Unterschied bei 1v1, weil es ein bisschen Blockrate ist, aber als 1v1 hat man in der Regel keine sehr hohe Blockrate, deswegen macht es jetzt nicht so einen gigantischen Unterschied. Und man kämpft auch immer nur gegen ein Monster, wo es eh nicht so wahrscheinlich ist, dass man allzu häufig blockt. Aber das ist eben damit gemeint, dass man sich das selber dann im Endeffekt aussuchen muss. Diese 4 Buffs stehen für mich wirklich absolut auf einer Stufe. Und die Prio 2 funktioniert bei mir dann quasi auch bei allen anderen Klassen ungefähr gleich. Bei ein paar nicht, bei ein paar gibt es ein bisschen Unterschiede. Aber bei Blade ist für mich das mehr oder weniger auf einer Stufe, je nachdem, was man gerade braucht. Solltet ihr jetzt AOE Blade spielen, dann ändert sich Folgendes. Und zwar fliegen Accuracy und Beef-Up aus Prio 1 raus. Ich sage es nochmal, AOE Blade wäre dann Mental, Haste, Heap-Up, Patience, Cat's Reflex und Cannonball. Und Prio 2 wären Accuracy, Beef-Up und Quickstep. Gut, bei Quickstep kann man drüber streiten tatsächlich. Aber ja, das muss man dann wieder selber wissen im Endeffekt. Jedenfalls ist es hier wichtig halt, dass man die defensiven Buffs natürlich priorisiert. Man muss natürlich tanken, man muss mehrere Monster aushalten und so weiter. Und die offensiven Buffs, zum Beispiel Hitrate, braucht man eigentlich fast gar nicht. Und von dem her muss man die auf jeden Fall ganz, ganz weit runterstellen. Und jetzt haben wir die meisten Buffs eigentlich von der Priorität her schon mal durchgesprochen, da auch die 1v1-Klassen in Flav glücklicherweise ja eigentlich fast alle gleich funktionieren, also zumindest die auf Crit basierten 1v1-Klassen, brauchen wir das jetzt nicht alles nochmal so durchfädeln, die nächsten gehen jetzt deutlich schneller. 1v1-Night ist mehr oder weniger fast genauso wie Blade, und zwar 1v1-Night, Mantis sein, Prio 1, Haste, Accuracy, Beef-Up, Heap-Up, Prio 2, Cannonball, Quickstep, Patience, Cat's Reflex. AOE Night, dann wieder wie AOE Blade fast. Mental, Haste, Beef-Up, Heap-Up, Patience, Cats. Und Prio 2 wäre dann Accuracy, Quickstep und Cannonball. 1v1 Jester, Mantis sein, Prio 1 sind wir jetzt wieder. Haste, Accuracy, Beef-Up, Heap-Up. Prio 2, Patience, Cat's Reflex, Quickstep, Cannonball wahrscheinlich von denen als erstes. Jetzt kommt aber endlich mal ein Unterschied, und zwar haben wir jetzt den Ranger Mental, Haste, Cannonball, Heap-Up in Prio 1 und Prio 2, Patience, Cat's Reflex und Quickstep. Und hier haben wir jetzt zum ersten Mal eine Prio 3 oder einen in Anführungszeichen egal, ist hier Accuracy und Beef-Up. Es ist deswegen in Anführungszeichen, weil es nicht ganz egal ist, aber ihr braucht es nicht zwingend. Das bedeutet einfach, wenn ihr genügend Skillpunkte irgendwann habt, dann macht es und bufft es auch. Ja, auch ein Ranger kann missen, und auch Beef-Up erhöht lustigerweise den Schaden von einem Ranger. Zwar nur wirklich minimal, aber ist so. Und ja, aber wie gesagt, das ist ganz, ganz hinten, also das kommt als allerletztes. Als AOE Ranger ändert sich dann natürlich wieder das Ganze auf die defensiven Buffs. Prio 1 ist dann Mantis sein, Haste, Heap-Up, Patience, Cat's Reflex, und Prio 2 wäre dann Cannonball und Quickstep. Bei Cannonball kann man dann natürlich wieder auch drüber streiten, ob das dann nicht Prio 1 ist. Wie gesagt, auch da hat man wieder so ein bisschen Freiheit, je nachdem, was man braucht, wie viele Skillpunkte habe ich und wie viel kann ich mir noch leisten zu maxen etc. Da kann man dann wieder drüber diskutieren, theoretisch. Auf jeden Fall die defensiven Buffs definitiv priorisieren. Und als Hidden Run Ranger ist tatsächlich so, als Hidden Run Ranger einfach Quickstep,
Cannonball und Mantis sein. Das wären so die wichtigsten tatsächlich. Alles andere wäre rein theoretisch egal, aber sollte man natürlich auch irgendwann früher oder später haben. Ja, 1v1 Build-Poster ist dann wieder das Langweilige von vorher. Prio 1, Mantis sein, Haste, Accuracy, Beef Up, Heap Up und Prio 2, Patience, Cat's Reflex, Quickstep, Cannonball. Cannonball, wieder hier Schadenswert natürlich, sollte man vermutlich als erstes machen. Und das AOE-BP, Mental, Haste, Heap Up, Patience, Cats. Und dann ist Prio 2, Accuracy, Beef Up, Quickstep, Cannonball. Was natürlich hier drauf ankommt, wenn man zum Int AOE-BP spielt, ne, dann wäre Beef Up und ja, das wäre natürlich komplett egal, genauso wie Accuracy. Aber da kommt es halt dann wieder drauf an. Ja, also spielt man AOE-BP, STR oder Int, also da ist dann wieder so ein Sonderfall. Dann kommen wir auch schon zum Ringmaster. Hier haben wir jetzt halt quasi den Support Ringmaster zu einem Main Ringmaster. Ich würde sagen, der Main Ringmaster ist jetzt in dem Fall der Full Tank. Alles andere ist dann schon eher speziell, weil die meisten Ringmaster, die als Mains gespielt werden, sind eigentlich normale AOE-AMs. Nicht mal unbedingt Hit-and-Run-AMs, sondern wirklich normale AOE-AMs. Das ist, würde ich sagen, das häufigste. Meistens leveln die dann auch mit einem anderen AOEler zusammen. Also es ist eigentlich selten, dass ein Ringmaster jetzt als Main-Character über einen sehr langen Zeitraum gespielt wird. Aber kann man natürlich machen. Ich würde dann als, wie gesagt, AOE-AM Mantis sein, Haste, Heap Up, Patience, Cat's Reflex, Quickstep fokussieren. Cannonball ist dann noch Prio 2, bringt ein bisschen was verteidigungsmäßig und absolut vollkommen irrelevant sind Accuracy und Beef Up. Die braucht ein Ringmaster eigentlich nahezu niemals. Theoretisch kann man sagen, na gut, okay, wenn du Accuracy hast und ein Monster mit einem Auto-Attack pulst beim AOEen, dann ist die Wahrscheinlichkeit häufiger, also das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du triffst und bei Beef Up dann auch, dass du ein bisschen mehr Schaden machst. Aber ganz ehrlich, das ist vollkommen Jacke wie Hose, weil selbst wenn du missen würdest, würde das Monster trotzdem Aggro kriegen und dich trotzdem verfolgen und von dem her ist das eigentlich relativ egal. Schaden machst du sowieso kaum welchen. Also würde ich jetzt nicht wirklich als Argument zählen lassen. Man kann es natürlich skillen und buffen, aber das sollte man definitiv als allerletztes machen. Dann zu den Magiern, Psykeeper. Hier gehen wir jetzt natürlich erstmal vom 1v1 Psykeeper aus, wobei es da eigentlich keinen so gigantischen Unterschied gibt, weil wieder ein paar Buffs wegfallen. Prio 1, Mental, Haste, Heap Up. Prio 2, Patience, Cats, Quickstep, Cannonball. Wenn man jetzt Hit-and-Run Psykeeper spielen würde, dann wäre halt Quickstep noch Prio 1, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Und wenn wir Face Tank Psykeeper, also normalen AOE Psykeeper spielen würde, dann wäre natürlich Mental, Haste, Heap Up. Und dann gäbe es sozusagen kein Prio 2, weil Prio 1 ist sowieso so leer. Da würde einfach trotzdem Patience, Cat's Reflex und Quickstep skillen. Also ändert sich eigentlich tatsächlich nichts. Und egal sind hier wieder Accuracy und Beef Up. Bei Psy muss man dazu sagen, hier ist es wirklich vollkommen egal, weil Psy kann STR nicht verwenden oder verwerten und auch er hat auch keine Treffsicherheit. Der Psy ist ein reiner Magier, kann nur zaubern, sonst gar nichts. Entsprechend ist es hier vollkommen irrelevant. Und zu guter Letzt noch der Elementor. Hier wieder ähnlich wie bei Psy, gibt keinen so klaren Unterschied zwischen Prio 1 und 2, weil einfach ein paar Buffs komplett rausfallen. Prio 1, Mental, Haste, Quickstep. Hier habe ich betont, Quickstep wieder wegen Hit and Run. Wenn ihr nicht Hit and Run spielt, könnt ihr das theoretisch ausklammern. Und Heap Up in Prio 1. Und Prio 2 wäre dann Patience, Cats, eventuell Quickstep und Cannonball. Also wenn ihr Face tanken würdet, wäre es dann halt wieder verschwommen. Face Tank würde dann eher Mental, Haste, Heap Up, Patience, Cats und dann Quickstep, Cannonball und vollkommen egal sind wie wieder Accuracy und Beef Up. Der Elementor kann zwar Auto-Attacks machen mit seiner Waffe, wo er tatsächlich Beef Up und Accuracy verwertet sozusagen, macht man aber nicht. Man pullt trotzdem nur mit Skills und Skills wiederum haben keine Treffgenauigkeit und können kein STR verwerten. Und mit dieser kleinen Übersicht konnte ich euch hoffentlich ein bisschen weiterhelfen, wenn es darum geht, welche Skills ihr am Anfang vielleicht fokussieren solltet. Wie gesagt, das ist extrem unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, bin ich Free-to-Play, fange ich zum ersten Mal das Spielen an, wie sicher bin ich beim Spielen, spiele ich zum ersten Mal Flive, spiele ich zum ersten Mal Flive Universe, wie lange habe ich schon nicht mehr gespielt, spiele ich vielleicht am Handy, spiele ich am Tablet, spiele ich nur nebenbei, spiele ich Tryhard, also jeder ist sehr unterschiedlich, jeder spielt das Spiel anders, auf eine andere Weise, auf einem anderen Gerät oder sonst wie und deswegen kann man hier immer natürlich abweichen davon, also das soll jetzt nicht so sein, dass es jetzt eine strikte Regel ist, es ist einfach nur eine Empfehlung, kann man sagen. Auf diese Frage, was soll ich buffen, die eben so unglaublich häufig gestellt wird, was soll ich skillen beim Buffen, ist das hier meine Antwort, meine allgemeine. Und wie gesagt, das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist situationsabhängig und kann man immer auch nach eigenen Bedürfnissen und Ideen und Wünschen jederzeit abändern.
Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall auch in meinem Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.